Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Der Juli ist tatsächlich sehr intensiv und arbeitsreich im Garten und so muss man sich die Auszeit nehmen und das mache ich auch. Ich nehme mir die Auszeit und heute möchte ich dich einladen, im Morgentau baden, und wenn du das noch nicht ausprobiert hast, das kann ich nur empfehlen. Also, los geht's. Davor möchte ich kurz nachschauen, natürlich, was es zu ernten gibt. Und in der Gurkenkiste ist Basilikum ziemlich gut gewachsen. Jetzt ernten wir so ungefähr zweimal in der Woche und das Ganze wird getrocknet. Außerdem möchte ich noch Mulchmaterial bei den Tomaten, bei den Freilandtomaten auslegen. Jedes Mal, wenn ich was über habe, das kommt auf die Tomaten drauf. Das Wetter ist traumhaft und die kleinen Aufgaben sind schnell erledigt. Im Morgentau baden, was ist das überhaupt? Ich ziehe einfach die Schuhe aus und gehe grundsätzlich, wenn es möglich ist, durch das Gras immer wieder barfuß. Und morgens ist es besonders aufregend, da ist das Gras so nass und das hilft tatsächlich gegen müde Beine und schwere Beine. Wer Gelenkeschmerzen hat und immer wieder so durch Morgentau durchgeht, das sammelt Energie und sammelt auch Kraft für Herbst, für Winter. Da hast du vielleicht weniger Gelenkprobleme, Gelenkschmerzen später. Also probieren wir das. Für unsere Vorfahren war das ziemlich normal, viel barfuß zu gehen. Wir sind sehr zivilisiert und haben das verlernt. Unsere Haut ist auch ein Sinnesorgan. So ist es wichtig, auch mit der Haut vieles wahrzunehmen. Letzten Sommer kam eine Benjeshecke im Garten als neues Element dazu. Das sind gröbere Pflanzenreste und Holzreste, die aufgeschichtet wurden, und die wird wieder weiter aufgeschichtet. Hier habe ich das Gefühl, dass die Vögel sehr gerne in dieser Ecke sich aufhalten und wahrscheinlich ist eine Nahrungsquelle hier entstanden für die Vögel. Um die Benjeshecke herum wachsen ganz viele Ziersträuche. Als erstes natürlich dienen die als Baumaterial für die Hecke selbst, aber auch natürlich als Mulchmaterial für die Beete, wenn es knapp wird. Solche Elemente wie die Hecke oder Dauerkonstruktion aus Holzstäben möchte ich mehr in die Gartengestaltung einbinden. Das heißt natürlich, verschiedene Möglichkeiten austesten, wie zum Beispiel die Weinriebenkonstruktion. Die ist tatsächlich dauerhaft und daran ranken sich nicht nur Weinreben, sondern auch verschiedene Bohnensorten. In die Weinriebenhecke wächst zum Beispiel jetzt die Brennnessel rein und die wird auch stehen gelassen, die Brennnessel. Die beherbergt sehr viele Insekten und ist natürliche Nahrung für diese Insekten. Würde ich die Brennnesseln zwischen Weinrieben rausreißen, würde für mich die Ernte ausfallen, Brennnesselernte, aber auch die Nahrung für manch einen Insekten würde komplett ausbleiben. Und die Brennnesseljauche dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn du Brennnessel in deinem Garten hast, hast du einen sehr kurzen Weg und kannst die sofort aufsetzen. Nach 2 Wochen ist die Jauche fertig. Du kannst verdünnt 1:10 Liter Wasser alles begießen. Zum Beispiel die Tomaten. Die Tomaten sehnen sich jetzt nach der Düngung und sind richtig im Wachstum. Das ist wirklich eine Augenweide dieses Jahr, die Tomaten im Gewächshaus, aber auch draußen die Freilandtomaten. Und da experimentiere ich auch sehr gerne. Manche Tomatenpflanzen werden ausgegeizt, das heißt, die Seitentriebe werden entfernt
und manche lasse ich dann auch so stehen und schaue mir ganz genau an, wie entwickelt sich die Tomatenpflanze, welche Sorten mögen ausgeizen und welche kann man auch einfach buschig stehen lassen. Es stehen jetzt permanent 30 Liter Wasser im Gewächshaus und das schafft ein angenehmes Mikroklima, sehr feucht, und das mögen die Pflanzen in dieser Wachstumsphase. Um Kulturpflanzen einen Raum zu gewähren, muss ich hier ganz viele Beikräuter abernten. Die landen natürlich nicht im Kompost, sondern in der Suppe oder in der Gemüsepfanne. Diese Pflanzen erweitern unser Speiseplan. Und falls etwas nicht gelingt oder etwas eingeht von den Pflanzen, haben wir keinen Stress und keine Ernteknappheit. Die Beikräuter wie Melde, Brennnessel, Vogelmiere, Giersch oder Amaranth, die gibt's in Hülle und Fülle. Dagegen die rote Beete wurde extra eingepflanzt, braucht die lockere Erde, viel Platz und es muss drumherum jetzt abgejätet werden, sonst bleiben die Knollen ziemlich klein. Daneben steht die Ringelblume und die darf da tatsächlich stehen bleiben. Das ist ein toller Bodenverbesserer und die Blüten natürlich verwende ich für verschiedene Salben, für Teemischungen. Die ist für ziemlich alles gut. Für Unkrautjäten gehe ich nicht extra durch die Beete, sondern ich gehe mit einem Körbchen rum und ernte. Einige Pflanzen, wie zum Beispiel der Kürbis, gehen gerade in die Blüte und tragen Früchte. Die anderen dagegen blühen gerade ab oder haben schon getragen, wie der Mohn. Und da werden die Pflanzenreste jetzt kompostiert. Die Samenreste sind dabei die Aussaat für die nächste Ernte. Die zweijährige Rucola-Pflanzen stehen gerade in der Blüte und genauso wie im April im Gewächshaus, jetzt kann man die Blüten für den Salat verwenden. Die Chili-Reihe neben dem Gewächshaus beherbergt gerade Melde-Jungpflanzen. Und so ist es manchmal offensichtlich, dass hier zwei Ernten bald eingefahren werden. Einmal die kleinen Chilis, die ganz, ganz scharfen, winzigen, und die Melde neben dem Weizengras. Die Melde zu essen ist mir tatsächlich sehr leicht gefallen, aber es gibt durchaus Pflanzen, wo ich mich erstmal dran gewöhnen musste, wie zum Beispiel Brennnessel oder Amaranth. Die haben so einen herben Eigengeschmack, da war es nicht unbedingt leicht. Der Kürbis umgeben von vielen Wildkräutern. Die halten die Erde feucht und helfen dem Kürbis. Außerdem sind die Pflanzen wie der Borretsch ein Bienenmagnet. Der sammelt sich von alleine aus in unserem Garten. Die Kräuterecken, die sehr die Kulturpflanzen überwuchern, die werden natürlich ausgedünnt und landen als Mulchmaterial zwischen den Beeten. Ein kleiner Totentopf mit Steinen sieht vielversprechend aus. Hier können Insekten Unterschlupf finden, genauso wie in der Benjeshecke. Mein Experiment mit der kleinen Gurkenkiste ist bis jetzt mäßig gut gelaufen. Die kleinen Waldbeeren, die haben sich vermehrt und zwischendurch findet sich eine kleine Waldbeere tatsächlich immer wieder. Und oben, das ist der dritte Anlauf mit den Gurken. Die sind den Schnecken zum Opfer gefallen und diese Gurken sind tatsächlich aus der größeren Gurkenkiste nochmal umgepflanzt worden. Und schau mal, da ist ein kleines Bäumchen gewachsen und ich musste zweimal gucken, was für ein Bäumchen das ist. Eine winzige Walnuss, und sobald ich sie gesehen habe, habe ich dann angefangen zu träumen, dass sie irgendwann mal so alt wie diese Walnuss sein wird und irgendwann mal tragen wird. Es sind bestimmt 10 bis 15 Jahre. Mein kleines Walnussbäumchen kommt zum kleinen Mirabellenbaum
Und vielleicht in 20, 30 Jahren gibt es auch eine üppige Ernte wie von den alten Bäumen. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, übrigens, Daumen nach oben kannst du mir auch geben.